Wir haben aktuell zwei Probleme. Zum einen, dass wir immer mehr Anwendungen bekommen, wo Immunzellen wirklich eingesetzt werden. A, zum Beispiel bei therapeutischen Maßnahmen, wo wir die Zellen bei verschiedensten Erkrankungen einsetzen wollen, und B, bei der Entwicklung von neuen Medikamenten, nicht nur bei der Wirkung, sondern auch bei der Safety. Das zweite Problem, was damit gleichzeitig verknüpft ist, dass wir die Zellen auch brauchen. Quasi, woher bekommen wir diese Zellen? Das Problem ist aber, dass jeder Spender unterschiedlich ist, die Qualität kann nicht standardisiert werden. Ja, eine Lösung für dieses Problem der Zellverfügbarkeit ist die sogenannte Technologie der induzierten pluripotenten Stammzellen, kurz iPS. iPS-Zellen können wir aus verschiedenen kleinsten Blutproben oder Körperbiopsien gewinnen und können diese Zellen im Labor in einen stammzellartigen Alleskönnerzustand zurückversetzen. Das heißt, diese Zellen können sich unbegrenzt vermehren und sie können wieder alle Zellen des Körpers bilden. Organoide sind im Prinzip kleine Mikrogewebe, also quasi ein kleines Mini-Herz in der Petrischale, das man dann für Grundlagenforschung oder angewandte Forschung verwenden kann. Wir haben unsere induzierten pluripotenten Stammzellen oder die iPS und differenzieren diese in Herzmuskelzellen, in Bindegewebszellen oder in Endothelzellen und mischen diese erst danach zusammen, wodurch unsere Organoide quasi wie eine Art Baukastenprinzip sind, wo wir einzelne Komponenten in Zusammenarbeit mit Professor Lachmann in das Organoid mit hineingeben und so dem Organoid ein Immunsystem verleihen. Die meisten Differenzierungsprotokolle starten mit den iPS-Zellen und machen halt einen Zelltyp daraus. Bei uns ist es aber so, dass wir sogenannte Organoide als Zwischenstufe bilden, die dann als kleine Zellfabriken wirken und kontinuierlich in der Lage sind, die Immunzellen ins Medium abzugeben. Gemeinsam mit Kunden, aber auch der Fraunhofer Gesellschaft und hier vor Ort am Fraunhofer ITEM können wir an neuen Lösungen nicht nur für die Zellen arbeiten, sondern auch das gesamte Know-how der Technik als gesamtes Paket sozusagen erforschen, um neue Innovationen im Bereich von Immunzellherstellung zu legen. Also durch dieses Baukastensystem, das wir verwenden, haben wir natürlich eine recht große Flexibilität in der Anwendung. Dann kann man sich im Endeffekt ein ganz großes Bild von einem Medikament machen, im Sinne von Funktionalität, aber auch von Toxizität im Herzen. Also es ist tatsächlich so, dass viele Wirkstoffe früh, aber auch spät scheitern, was viel Geld kostet. Wir bieten dem Kunden ein Organoid-System an, was möglichst frühzeitig Toxizität von potenziellen neuen Wirkstoffen anzeigen soll, um so im Idealfall die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen und auch zu de-risken, Toxizitäten aufzudecken.